Willkommen zu einem neuen Teil unseres Balkan-Roadtrips. Dieses Mal hat es uns in die wunderschöne Bucht von Kotor verschlagen, eine fjordähnliche Meeresbucht in Montenegro an der südöstlichen Adriaküste. Sie wird auch der südöstlichste Fjord Europas genannt. Die Landschaft ist einfach atemberaubend. Steile Berge, glasklares Wasser, kleine mittelalterliche Städtchen und das alles in einer ganz besonderen Atmosphäre. Aber Kotor ist nicht nur für seine Schönheit bekannt, sondern auch für seine Katzen. Ja, richtig gehört. Kotor ist so etwas wie die inoffizielle Katzenhauptstadt Europas. Und deswegen stand dieser Ort auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Bucketlist. Bevor wir tiefer eintauchen, vielleicht auch ein kleiner Funfact über Montenegro. Das Land ist zwar kein EU-Mitglied, aber die offizielle Währung ist der Euro. Ziemlich ungewöhnlich, oder? Das Ganze hat historische Gründe. 1994, also noch zu Zeiten Jugoslawiens, führte Montenegro die deutsche Mark ein, um die Hyperinflation in den Griff zu bekommen. Und als der Euro 2002 kam, hat man auch diesen einfach übernommen. Was die Preise angeht, sie liegen deutlich unter denen im Nachbarland Kroatien. Aber ehrlich gesagt, so richtig günstig haben wir es dort trotzdem nicht empfunden. Nach unserer super positiven Erfahrung mit der Herzlichkeit der Menschen in Bosnien war Kotor allerdings, sagen wir mal, ein kleiner Downer. Ich war vor ein paar Jahren mal in Albanien und hatte dort teilweise das Gefühl, dass die Leute etwas ruppiger drauf sind. Und diesen Vibe spürte ich in Kotor tatsächlich auch wieder. Auf den Straßen gab es öfter mal lautstarke Diskussionen, Männer, die sich gegenseitig anpöbelten oder sogar Prügel androhten. Insgesamt hatte man einfach manchmal das Gefühl, dass Touristen nicht ganz so willkommen sind. Natürlich kann man das irgendwo nachvollziehen. Tourismus hat seine Schattenseiten. Aber wenn man das Gefühl bekommt, dass man dort ein bisschen stört, trübt das natürlich das Erlebnis. Aber zum Glück waren die Katzen super freundlich. Menschenbezogen, zutraulich und teilweise richtig kleine Fotomodelle. Am Nordtor der Stadtmauer gibt es sogar einen kleinen Katzenpark. Ja wirklich, Einheimische kümmern sich dort liebevoll um die Streuner und es gibt eigentlich keinen Moment, an dem man dort keine Katze sieht. Für Katzenliebhaber also ein absolutes Muss. Und natürlich gibt es in Kotor auch ein Katzenmuseum. Der Eintritt kostet gerade mal einen Euro und obwohl das Museum nur aus 2,5 kleinen Zimmern besteht, gibt es dort eine Menge zu entdecken. Alte Zeichnungen, Postkarten, Skulpturen und viele kleine Kuriositäten rund um das Thema Katze. Es gibt sogar einen kostenlosen Audioguide in mehreren Sprachen. Und das Lustigste, bei meinem Besuch habe ich festgestellt, dass dieses Museum tatsächlich zum Budapester Katzenmuseum gehört, das ich im Januar schon besucht hatte. Falls ihr das Video dazu noch nicht kennt, ich verlinke es euch hier oben. Ach ja, im Museum wohnt auch eine ganz verschmuste Katze und man kann dort kleine Souvenirs kaufen oder Futterspenden dalassen. Total süß gemacht. Nach unserem Aufenthalt in der Stadt sind wir dann hoch hinaus, über die kurvige Serpentinenstraße zum Aussichtspunkt über der Bucht von Kotor. Und was soll ich sagen, der Blick von dort oben ist einfach wahnsinnig schön. Allerdings waren wir nicht ganz auf das Wetter vorbereitet. Oben auf dem Berg hatten wir plötzlich nur noch 7 Grad, dazu Sturm und Regen. Ein krasser Gegensatz zum warmen Küstenklima unten in der Stadt. Die Fahrt selbst ist übrigens nichts für schwache Mägen oder unsichere Autofahrer. Die Straße ist eng, kurvig und die Tunnel sind nicht beleuchtet. Und manchmal hat man auch ganz besondere Hindernisse auf der Straße, sagen wir es so. Hunde halten sich nicht immer an Verkehrsregeln. Zum Glück hatte ich Lena dabei.
Sie hat uns wirklich souverän den Berg hinauf und später auch wieder hinunter manövriert. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Unser nächster Stopp war das kleine Dorf Perast, ebenfalls in der Bucht von Kotor. Perast ist autofrei. Am Anfang und Ende des Ortes gibt es Parkplätze, auf denen man das Auto abstellen kann. Wir hatten richtig Glück, denn wir durften kostenfrei und gesichert parken. Und zwar, weil wir eine Nacht im 5-Sterne-Hotel Heritage Grand Perast gebucht hatten. Das sollte unser kleines Reisehighlight werden, quasi als Dankeschön an Lena, weil sie mich die ganze Woche über so zuverlässig herumgefahren hat. Gebucht hatte ich eigentlich ein Superior-Zimmer, also die einfachste Kategorie für 217 € pro Nacht inklusive Frühstück. Aber was dann passiert ist, erzähle ich euch gleich. Perast an sich verfügt über eine etwa 1 Kilometer lange Hauptstraße, auf der man entlang flanieren kann, und das lohnt sich wirklich. Der Ort an sich sieht malerisch aus. Auch wenn man nicht in Perast übernachtet, gibt es von Kotor aus Tagesausflüge mit dem Boot. Lasst euch das nicht entgehen. Aber zurück zum Hotel. Wir haben ein kostenloses Upgrade über 3 Kategorien bekommen. Auf die Premium Sea View Suite im Wert von sage und schreibe 581 € die Nacht. Und der Ausblick aus diesem Zimmer? Einfach unglaublich. Direkt auf die Bucht, das glitzernde Wasser und ein Kreuzfahrtschiff, das im Abendlicht vorbeizieht. Ein absoluter Traum. Am nächsten Morgen gab es dann noch ein super Frühstück. Wirklich eines der besten auf unserer ganzen Reise. Und danach habe ich es mir nicht nehmen lassen, noch kurz in den Spa-Bereich zu gehen. Einfach perfekt, um den letzten Tag in Montenegro entspannt ausklingen zu lassen. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.